Hallo und herzlich willkommen auf www.derselbermacherblog.de. Heute möchte ich dir zeigen, wie du dir ganz einfach in deinem Garten deinen eigenen Tandoori-Ofen bauen kannst. Das Ganze natürlich mit möglichst wenig finanziellem Einsatz und für jedermann ganz leicht selber zu machen. Als erstes brauchst du einmal ein Fass. Du siehst, ich habe hier ein Ölfass mir besorgt, was ich einmal gründlich habe reinigen lassen. Es dürfen also keine Reste mehr von Öl oder irgendwelchen anderen Chemikalien in dem Fass vorhanden sein. Wenn du möchtest, kannst du das Fass vorher auch einmal ausbrennen, dann bist du dir hinterher sicher, dass das Fleisch die ersten Male nicht nach Öl oder irgendwelchen anderen Sachen schmeckt. Den Deckel von dem Fass schneidest du am besten mit einer Flex ab. Mit dieser Flex kannst du auch die kleine Tür, die du hier unten siehst, hineinschneiden. Das Blech brauchst du später noch, um sie mit einem oder zwei Scharnieren wieder am Fass zu befestigen. Das ist nachher die Tür, wodurch du das Feuer anzündest und später die Asche entfernen kannst. Dann gehst du in deinen entweder gut sortierten Baumarkt oder zu einem Kaminbauer und besorgst dir diese Schamottsteine und einen großen Bottich voller Quarzsand. Die Schamottsteine werden später entweder mit Lehm oder mit Schamottmörtel in dem Fass aufgebaut. Das musst du selbst entscheiden. Der Schamottmörtel kostet natürlich deutlich mehr, als wenn du es mit Lehm versuchst. Bei Lehm hast du hinter den Nachteil, hin und wieder platzt mal etwas ab und du musst später nacharbeiten. Entscheide das also selber. Dann solltest du einmal die Schamottsteine, so wie ich hier auf diesem Bild gemacht habe, einmal aufbauen, um zu sehen, wie es hinterher in dem Fass aussieht. Auf den Schamottsteinen steht ein großer Tontopf. Das sollte ein wirklich gebrannter Tontopf sein, sonst springt dieser Topf hinterher. Von dem Tontopf musst du den Boden abschneiden. Das geht mit einer Säge ganz gut. Die Säge wird dadurch eventuell stumpf, aber etwas Schwund ist ja immer. Den Deckel solltest du aufbewahren, den kannst du später noch gut gebrauchen. Als nächstes, ich hoffe, du hast dir einen schönen Platz in deinem Garten für den neuen Tandoori-Ofen schon ausgesucht. Bedenke, der Tandoori-Ofen wird nach oben hin sehr heiß und ab und zu qualmt es auch mal ein bisschen. Du solltest also keine Pflanzen oder Bäume oder irgendwas in der Nähe stehen haben. Füllst du den Boden deines Fasses so weit mit anderem Material, zum Beispiel Sand oder Pflastersteinen auf, dass die erste Lage Schamottsteine mit der Unterseite der Tür genau abschließt. So stellst du sicher, dass du später die Asche aus dem Fass ganz leicht selber entfernen kannst. Lege nun den Boden bündig mit den Schamottsteinen aus. Am Rand, du siehst das ja hier, brauchen nicht überall Schamott zu liegen, denn da kommen ja später die anderen Schamottsteine hin. Wenn du fertig bist, baust du die Schamottsteine, so wie du sie vorher ausprobiert hast, in das Fass. Dann setzt du den Tontopf auf und verbaust das Ganze mit dem Lehmputz oder dem Schamottmörtel, den du natürlich auch schon zwischendurch zwischen die Schamottsteine schmierst. Das Ganze muss hinterher gut dicht werden. Lasse dabei vorne, wo du die Klappe in das Fass geschnitten hast, auch eine Lücke in den Schamottsteinen. Hier wird später das Holz eingelegt und die Asche entfernt. Zwischen dem inneren Aufbau des Tandoori-Ofens, hier bestehend aus den Schamottsteinen und dem Tontopf, und der äußeren Hülle, nämlich dem Fass, sollte sich jetzt eine große Lücke befinden. Diese Lücke wird jetzt ausgefüllt mit einem Material, was die Hitze von innen gut isoliert. Ich habe mich dabei für Sand entschieden, weil dieser sehr günstig ist und eben auch sehr, sehr gut isoliert. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Material verwenden, wenn ihr mögt. Den einzigen Nachteil des Sandes ist, dass dieser, wenn es regnet, natürlich nass wird und dadurch sehr, sehr viel Energie schluckt. Das müsst ihr später durch einen Deckel vermeiden. Wenn ihr ein anderes Material findet, was besser geeignet ist und auch noch Wasser ableitet, dann dürft ihr das natürlich auch verwenden. Füllt also jetzt den Sand in den Zwischenraum, bis alles voll ist. Immer wieder zwischendurch schön feststampfen. Und dann seid ihr schon fast fertig damit. Gebt eurem neuen Schmuckstück
nun ein paar Tage Zeit, um richtig durchzutrocknen. Ihr könnt gerne, wenn es draußen regnet, den Deckel, den ihr vorher von dem Fass abgeflext habt, wieder auflegen, dann kommt kein Regen in den Sand und in den inneren Brennraum. Zwischendurch werdet ihr merken, wenn ihr mit Lehm alles verputzt habt, dass der Lehm Risse bekommt. Ihr könnt dann mit einem nassen Pinsel und ein bisschen weiterem Lehmputz diese Risse zuschmieren und das immer mal wieder gut trocknen lassen. Wenn alles fertig ist, dann dürft ihr den Ofen jetzt richtig einbrennen. Das heißt, ihr stapelt erstmal kleinere Hölzchen auf, zündet die an, wie man einen Kamin anzündet, und irgendwann legt ihr dann größere Hölzer hinterher, sodass der Ofen richtig schön durchbrennt. Ihr solltet euch nicht wundern, wenn ihr Sand verwendet habt, dass das erste Mal nicht ganz so gut funktioniert, denn die Feuchtigkeit im Sand, die muss jetzt erst einmal verdunsten. Das dauert einige Zeit und erst danach, wenn der Sand außenrum schön trocken ist, wird der Ofen richtig schön heiß. Wenn der Sand in der Isolierschicht komplett getrocknet ist, ist euer Ofen fertig. Kommen wir nun zur Funktionsweise eines Tandoori-Ofens. Als erstes kommt immer das Feuer machen. Die vordere Tür des Ofens muss dabei natürlich offen sein, sonst kommt kein Sauerstoff ans Feuer und dann werdet ihr das Feuer nie richtig anbekommen. Es hat sich sogar herausgestellt, dass es besser ist, einen kleinen Mini-Grillrost unten einzulegen, der ein paar Millimeter oder vielleicht sogar 2-3 Zentimeter Luft hat und darauf das Feuerholz zu stapeln, weil dann der Ofen noch besser Luft bekommt. Das Feuer darf im Tandoori-Ofen ruhig 2-3 Stunden richtig heiß gebrannt haben und muss dann runterbrennen, bis nur noch Asche und Glut unten übrig bleibt. Diese Zeit könnt ihr überbrücken, indem ihr, wie ihr hier auf diesem Bild seht, auch schon mal oben etwas drüber hängt, so wie ich hier diese Bratwürstchen, um die zu garen. Das ist auch immer ein netter Effekt, wenn ihr zu Grillen einladet. Dann brauchen die Leute nicht so lange darauf warten. Die Würstchen sind innerhalb von 1 bis 2 Minuten komplett fertig. Ihr müsst da also ein bisschen Fingerspitzengefühl mitbringen. Ist das Feuer nun komplett runtergebrannt und es bildet sich eine Ascheschicht unten auf dem Boden oder eine Glutschicht, könnt ihr den Tandoori-Ofen so verwenden, wie er eigentlich gedacht ist. Nämlich indem ihr lange Spieße einstellt, auf denen ihr mariniertes Fleisch nach Tandoori-Art vorher aufgefädelt habt. Das braucht ihr dann nur noch in den Tandoori-Ofen einzustellen, oben kurz einen Deckel drauf zu legen. Dafür eignet sich das letzte Restdeckel, den ihr von dem Tontopf abgeschnitten habt, also der ehemalige Tontopfboden, den legt ihr auf. Und dann werdet ihr merken, dass nach wenigen Minuten das Fleisch komplett durchgezogen ist, also komplett durchgegart wurde. Es hat sich herausgestellt, dass es ganz praktisch ist, ganz unten, also als Abschluss von dem Fleisch, eine rohe Kartoffel aufzuspießen, weil das Fleisch, was unten ist, sonst verbrennen würde. Wenn das Feuer aus ist und die Spieße im Tandoori-Ofen drin sind, dann stelle ich immer einen Schamottstein, den ich übrig behalten habe, noch in die Tür vorne rein und verschließe dann diese Klappe von dem Ölfass. Das funktioniert ganz gut. Eine weitere Möglichkeit, was ihr im Tandoori-Ofen machen könnt, ist das Nahenbrot. Rezepte dazu findet ihr im Internet oder auf meiner Internetseite. Und dieses Nahenbrot ist ein Teig, den ihr einfach an dem Tontopf, an der Innenwand des Tontopfs, die jetzt auch richtig heiß ist, anklebt. Und dieses Brot ist dann auch innerhalb von kürzester Zeit fertig und kann abgenommen werden. Manchmal fällt es auch runter, aber das ist halt das Risiko dabei. Übrigens, die langen Tandoori-Spieße, die ihr hier seht, die habe ich auch selber gemacht. Ich habe einfach aus einem Werkzeug- und Metallhandel mir lange Edelstahlstäbe zurechtschneiden lassen. Das waren also ursprünglich mal irgendwelche langen 4 oder 5 Meter Stangen, die mir vor Ort direkt kostenlos zurechtgeschnitten wurden. Die habe ich an einer Seite angespitzt und auf der anderen Seite habe ich schöne Holzgriffe mir dran gebastelt. Und so habe ich meine eigenen Tandoori-Spieße für unter 10 € aus Edelstahl. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und viel Erfolg beim Nachbauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich mal auf meiner Internetseite www.derselbermacherblog.de besuchen würdet, denn da gibt es noch ganz, ganz viele tolle andere Videos und Anleitungen zum Nachmachen. Bis dahin, macht's gut!